Liebe Wassermänner, hier kommt eure Botschaft des Kollektiv der Wassermänner für den nächsten Monat. Lasst die Karten nur springen, das kann einen Moment dauern. Und ich bin gespannt, was ich euch mitteilen darf. Etwas nimmt Führung auf. Ihr kriegt Führung. Ahnenthemen. Andere Sichtweise. Hier geht auch sowas wie das dritte Auge auf. Ne? Man erkennt die Dinge hinter den Kulissen. Man guckt klar und man hat so dieses Ding, dass man erkennt auf allen Ebenen. Hier ist etwas aus dem Ungleichgewicht. Ne? Hier geht es darum, Ruhen, Arbeiten und Vergnügen in ein Gleichgewicht zu bringen. Vielleicht machst du zu viel gerade oder es gibt einfach zu viele Themen, die dich beschäftigen. Synchronizitäten heißt natürlich auch, sei achtsam, gucke auf die Dinge. Hier zeigen dir Ereignisse, Antworten an und der Engel der Sorglosigkeit, der begleitet dich. Wenn der Hirsch hier in dein Leben kommt, und das passt eigentlich sehr gut, denn hier haben wir vielleicht gebundene Dinge, die mit Ahnenenergien zu tun haben, dann heißt es, tritt jetzt mal aus dem Schatten hervor, lass dich nicht klein machen, lebe dein Leben in deiner ganzen Macht und steh für dich ein. Möglicherweise gibt es für dich auch eine Führungsposition, die auf dich zukommt und du darfst nach vorne treten. Ne? Es geht jetzt nicht darum, sich klein zu machen oder hinten anzustehen, sondern größere Leistungen, die von dir erbracht werden, die stecken auch andere an sozusagen. Und sei sanftmütig, aber nicht die Duckmaus sozusagen. Ne? Es geht darum, dass du die Verantwortung übernimmst. Und es geht darum, dass du nicht denkst, dass du nicht in der Lage dazu bist, weil dich irgendetwas hemmt. Wenn die Ahnenthemen mit dran sind, ist es nicht so einfach. Und ich glaube auch, dass du schon mehrere Versuche gestartet hast, aber über diesen Endpunkt nicht drüber kommst. Die Karte sagt hier auch, dass es immer vor uns Menschen gibt und nach uns Menschen gibt und dass wir selber auch irgendwann mal ein Ahne sind. Und genauso wichtig ist es, dass wir die Dinge klären, unsere Wurzeln ein bisschen näher angucken. Hier sind oftmals auch so Sachen, die einfach aus der Ahnenreihe an einem kleben und Energie rauben, obwohl einem das gar nicht so richtig bewusst ist. Ne? Manchmal ist es auch viel der Dinge und es gilt einfach, sich den Dingen zuzuwenden, die man bisher nicht gesehen hat oder die man nicht erkannt hat oder wo viele, viele Dinge waren, die einzeln betrachtet werden dürfen und gewandelt werden. Hier mit der Kornblume und mit den Synchronizitäten kriegst du tatsächlich auch die Fähigkeit, hinter die Kulissen zu gucken und dich hier zu befreien, weil irgendetwas scheint dir da auch Kraft zu rauben. Es ist jetzt das eine Ding, ne? Es kann auch in so einer Ahnenreihe sein, dass man immer nur gearbeitet hat und sich selber nichts gegönnt.
und dass du da einfach wieder Führung aufnimmst und nach vorne trittst und dieses Thema auch für deine Nachfahren sozusagen erledigst. So, der Engel der Sorglosigkeit sagt dir, lege alle deine großen und kleinen Sorgen in die Hände deines Engels. Vertraue ihm deine Sorgen und Ängste an und spüre, wie sie immer kleiner werden. Die Schwierigkeiten lösen sich auf und du kannst voll Zuversicht nach vorne schauen. Es gibt immer eine Lösung und wenn die Sorgen verschwunden sind, wirst du die Schönheit des Lebens bewusst genießen können. Also hier nochmal der Antrieb vielleicht auch, man sorgt sich, dass es nicht reicht oder dass man immer noch mehr tun muss und vergisst ganz, dass man auch Freude im Leben haben darf oder Genuss. Und dass man seine Dinge besser umsetzen kann, wenn man auch von der Freude schlürft, anstatt nur von der Arbeit. So, gucken wir weiter. Da kommen gleich die Familienthemen, den Kampf, den man mit etwas führt, die Harmonie, die einziehen möchte. Ja, wir haben den Bären dabei. Das sind auch so die Dinge, ne? Eigenverantwortlich zu sein, im Vertrauen sein, seine eigene Größe leben. Vaterthemen. Du kannst dir hier auch angucken, ne, welche Beziehungsmuster hast du, welche Männer hast du in der Vergangenheit angezogen. Das zu dem Thema Ahnen. Wir haben den Neubeginn für dich. Kleine Dinge, die du neu generierst. Auch das Friedensschließen mit Familienmitgliedern, Kindern. Und ich habe hier sehr gute Nachrichten. Einladungen, Geschenke. Hier kommen wirklich tolle, sorglose Zeiten auch auf dich zu. Möglicherweise auch viel mit dem Thema Kommunikation, aus dem du was schöpfen kannst. Ne? Gespräche, die dir gut tun. Tipps, die irgendwo versteckt sind. Aber vor allem ist dein Wort auch hier wichtig. Und hier unten haben wir tatsächlich die Wege, die entstehen, wenn du nach dir selbst guckst. Ne? Hier liegt die Dame ganz unten dran, das empfängliche Prinzip und auch zugleich das sich auf den Weg machen, Entscheidungen zu treffen. Es geht praktisch um dich selbst, um deinen Lebensweg, um das, was du hier für Optionen, und du kriegst hier gute, nutzen möchtest. Wir gucken mal, welche Göttin mit dir sprechen möchte, lieber Wassermann. Kann hier sein, dass du auch nochmal Frieden schließt mit einem Menschen aus der Vergangenheit, aus dem Bereich Partnerschaft, der sehr deiner Ahnenlinie entsprochen hat. Ne? Guck mal, du hast Mutter Maria, erwarte ein Wunder. Da brauche ich nicht viel dazu sagen. Vertraue darauf, dass deine Gebete erhört werden. Und unten, egal was du für eine Situation hast, die Situation wird fair und gerecht behandelt. Lieber Wassermann, ich wünsche dir ein schönes Wunder. Ich drücke dich und bis bald. Lieber Stier, hier kommt deine Botschaft für die Portaltage im nächsten Monat. Was darfst du beachten? Was ist für das Kollektiv für eine Sache verfügbar? Für ein Thema? Und du hast hier das Thema Liebe. Hier ist mir schon eine entgegengesprungen mit Schöpfertum. Es passt ein bisschen. Hier geht es um Yin und Yang, männliche, weibliche Energie im Ausgleich. Deine Gefühle. Hier haben wir zwei. Ich lasse sie erstmal springen, dann sage ich dir mehr. Erhöhe deine Vibration. Heißt auch irgendwo, ne, ist dein System vielleicht so ein bisschen müde.
die Schwingung ist nicht so da. Vibration kann man tatsächlich auch durch Bewegung, Hüpfen, Springen und so weiter erhöhen. Selbstwertthemen, passt ja, ne? Wo fühlt man sich geliebt, wo fühlt man sich ungeliebt, wie laufen die Beziehungen ab? Was denkst du, steht dir zu, wo machst du Kompromisse, wo machst du es drunter? Und ich habe hier so dieses Gefühl, dass dir dein Umfeld oder auch die geistige Welt, nennen wir es mal so, irgendwas mitteilen möchte, aber du hörst es nicht, weil deine Intuition gerade so ein bisschen schläft. Hier haben wir mit dem Ahorn die Stimme der Natur und mit dem Beifuß deine Eingebungen und Träume. Hier möchte dir etwas was zeigen, eine neue Perspektive. Deine Seele spricht mit dir und du hast vielleicht auch dich gemacht oder bist gerade auf einer anderen Frequenz und nicht so richtig auf Empfang. Die Karte kommt eigentlich zu dir, um dir hier zu sagen, um uns herum ist immer Liebe, ne? Alle Erfahrungen sind in Wirklichkeit ein großer Teil dieser Erkenntnis, dass wir alle Liebe sind. Romantische Prozesse, die hier in die Genesung wollen, irgendwas möchte sich in dir anders ausrichten, das mit dem Thema Liebe, Selbstwert zu tun hat. Aber was man hier auch sehen kann, ist das Thema Wertschätzung, ne? Möglicherweise Selbstwert, Wertschätzung heißt für mich auch, du gibst irgendwo was hin und kriegst es nicht zurück oder dir fehlt es im Allgemeinen, dass dir irgendjemand zeigt, wie toll du eigentlich bist. Manchmal liegt es am Umfeld, manchmal aber auch tatsächlich, dass man es nicht wahrnimmt. Und die Karte sagt ja auch, du bist genau richtig, wie du bist. Egal welche Ängste da sind oder welches Selbstwertthema sich bei dir zeigt. Und wo du auch noch genauer hinhören darfst, was du eigentlich für Botschaften kriegst. Ja, das Seepferdchen, das kommt hier dazu und bringt dein Gefühlsleben ein bisschen in Wallung. Hier geht es um das Ausgleichen der weiblichen und männlichen Seite, damit du für dich selber in einen anderen Rhythmus kommen kannst. Und es kommen hier gute Nachrichten, etwas, was auch über die Sprache passiert. Das Element Wasser wird hier angezeigt, natürlich steht es für die Gefühle. Und es geht auch darum, dass man sich irgendwo vielleicht anpasst und trotzdem sich selbst bleiben kann, ne? Also diese großen Kompromisse, die man gerne macht, um anderen zu gefallen, wollen hier angeguckt werden. Und man macht es nicht nur wegen den anderen, sondern man hat vielleicht auch dieses Ding, dass man gerne so oder so ist, aber auf das Maß kommt es eben an. Hier geht es auch so ein bisschen um den Einklang mit den Dingen, ne? Hier ist alles beieinander, hier ist Harmonie, Frieden. Hier hat man auch keinen Kampf mit dem Thema Liebe, sondern hier ist es ausgeglichen und frei. Und um so ein Thema geht es bei dir in den Portaltagen. Wir haben hier 2 Engel für dich. Möglicherweise kommt dir das Thema bekannt vor und du denkst, oh, ich lasse es lieber da dran zu gehen. Aber hier wird einfach gesagt, bleib mal optimistisch, du kannst es schaffen. Und wenn du optimistisch denkst, hast du es auch in der Hand, ne? Deine Handlungen so zu generieren, dass es dich zum Ziel bringt. Hier kommt Unterstützung und falls du denkst, du hast nicht die Kraft oder Stärke, das zu meistern, was hier liegt und dass auch das Außen vielleicht dir nicht so in die Karten spielt, wie du denkst, dann lass diese Energie los. Fühle, wie sich das alles entspannt und dann bist du
auch mit dir im Reinen. Und wenn du mit dir im Reinen bist, ja, Selbstwert, ich bin gut genug, ich bin es wert, geliebt zu werden, dann hast du hier auch die Stärke, die du brauchst. Schauen wir mal, was die Lennys hier noch dazu sagen. Das Gefühl der Freundschaft, der Loyalität ist hier wichtig. Möglicherweise auch Menschen, denen du sehr viel Wertschätzung gibst, aber da kommt vielleicht nicht das Gleiche zurück. Und ich sehe hier auch, dass du manchmal dein Glück auf dem Kopf stehen hast. Das Glück liegt hier näher, als du denkst. Ne? Es ist auch so eine Aufforderung, gucke mal in deinem Alltag genauer hin. Deshalb kommt ja auch die Vibration. Wie definierst du Glück? Wo sind für dich Menschen, die dir Glück bringen oder die dich glücklich machen? Ich habe hier auch neue Menschen, die auf dich zukommen und die dir Klarheit mitbringen und die Dinge unter einen guten Stern wandeln, wo du vorher sehr viel wankende Gefühle oder auch Schattenthemen hast, Selbstwertthemen. Schwankende Emotionen heißt für mich auch, heute ist ein bisschen besser, morgen ist es schlecht. So dieses Hin und Her, dieses Hickhack, das gar nichts mit dieser Balance zu tun hat, die man hier bei dem Yin- und Yang-Zeichen zum Beispiel sieht. Für dich ist es angezeigt, eine neue Erfahrung zu machen, auf dein Unterbewusstsein zu hören. Auch hier so der Mond, ne, ist hier mit drauf. Die Emotionen mal genauer zu erforschen und zu gucken, wo kommt es eigentlich her oder wo muss ich auch mein eigenes Verhalten vielleicht anpassen und darf nicht überall nur freundlich, lieb und nett sein. Selbstwert hat auch was zu tun mit einem Nein, ne? Dass man mal setzt, ein Nein zu einer Situation, zu jemand anderem zum Beispiel und ein Ja zu sich selbst. Wir schauen mal, was die Göttin dir hier noch mitgeben möchte. Ja, hier möchte sich was reinigen, ne? So ein gewisser Detox steht hier an. Es kann hier ein emotionales Gift sein, das irgendwie in dir sitzt, ja, oder auch in deinem Kopf. Und unten hast du noch, geh nach draußen, ne? Schnappe Luft, lass dir den Wind um die Ohren wehen, nehme alles wahr, was auch schön ist in der Natur. Und das ist für mich auch so, ne? Wenn du die Natur wahrnimmst oder draußen bist, dann hast du diese Grenzenlosigkeit. Da gibt es keine, na, wie nennt man das, keinen Zaun um die Welt rum. Da ist alles offen. Ne? Okay, lieber Stier, ich wünsche dir schöne Portaltage. Ich drücke dich bis bald. Liebe Steinböcke, hier kommt eure Botschaft für die Portaltage. Was für ein Thema darf ich weitergeben? Was zeigt sich euch auf? Wo dürft ihr hingucken? Und wir haben das Thema Fröhlichkeit, Vollendung. Ich lasse erst alle Karten springen und dann gucken wir uns das genauer an. Hier habt ihr 2. Kopf hoch, ihr schafft das, wird hier schon mal gesagt. Egal was hier ist. Ihr dürft euren Lichtstern wieder entdecken. Eine neue Idee ist auf dem Weg. Möglicherweise habt ihr hier etwas vollendet und
steht praktisch sozusagen wieder auf einem Weg, wo ihr von einem Ende in einen neuen Anfang geht. Und hier zeigt sich etwas, was dir vielleicht schon im Kopf rumschwirrt. Und die Karten sagen, mach weiter, du bist auf dem richtigen Weg. Hier kommen die gesegneten Veränderungen für die Steinböcke. Wunderbar. Und ihr habt hier den Engel des Erfolgs und den Engel der Vergebung. Wenn der Hüttensänger hier so in euer Leben tanzt, dann habt ihr so ein bisschen ein Omen, dass etwas Freudiges passiert. Das doppelt sich hier mit den gesegneten Veränderungen. Und die Karte sagt, dass das Leben möchte, dass du Glück empfindest. Dass du nicht unglücklich sein musst, nur um es allen anderen recht zu machen. Und die sagt dir auch, sei mal wieder ein bisschen fröhlicher und freudiger, denn das, auf was du deine Aufmerksamkeit lenkst, wird sich vermehren, so auch dein Glück. Ja, beim Vermehren geht es hier darum, dass man weitergibt, was man sehr gut kann, zum Beispiel ein Lächeln, eine Gabe, irgendetwas, was in dir Freude ist, mit dem du auch andere anstecken kannst. Und die Karte sagt auch, dass es ein Geburtsrecht ist, glücklich zu sein. Sie sagt, alles wird gut. Vergiss auch nicht, dass du Ja sagst zum Leben. Und auch eine Botschaft, die ich in vielen Orakeln für die Sternzeichen jetzt hatte, ist, wie geht man an die Sachen ran? Ne? Kämpft man oder lässt man sich mehr tragen? Wie macht man die Dinge? Wenn sie voller Freude sind, werden sie auch schneller wachsen. Ja, der Pfau, der stolziert ja hier tatsächlich oder er schreitet eher in dein Leben. Er möchte dir zeigen, wie bunt, vielfältig und schön das Leben sein kann, wie viele Möglichkeiten es gibt. Nimm Führung auf, ja? Nimm dir Zeit und Raum, auch immer wieder mal innerlich leer zu werden und zu hören, zu lauschen, zu empfangen. Denn hier möchte er eine Botschaft zu dir, etwas, wo du eine Angelegenheit einfach auch lösen kannst für dich, mit etwas Frieden schließen. Und die Verbindung zum Göttlichen ist hier auch sehr nahe. Du darfst hier ruhig mal auch einen Blick in die Sterne werfen und dir angucken, wie unendlich schön alles ist. Hier hast du ja auch Blicke auf zum Lichtstern. Mit dem Baldrian natürlich auch diese Energie, die ruhiger wird, die dir Schatten integriert. Ein Prozess, wo die Selbstliebe wächst. Gesegnete Veränderungen heißt auch, hier kommt etwas Neues mit, eine Idee, eine Möglichkeit, die auch von oben so gewollt ist. Und von den Engeln hast du hier noch die Vergebung. Auch ein Weg, Frieden zu schließen, ne, mit dem, was war oder wo man damit rumhadert, wo man alte Verletzungen nährt. Und es geht darum, dass du diese von dir abfallen lässt und dass du dir sicher bist, dass du dabei unterstützt wirst. Die Engel ermutigen dich hier auch dazu, an deinen Erfolg zu glauben, deine Grenzen zu erweitern, dich an Aufgaben heranzuwagen, wo du vorher vielleicht gedacht hast, das schaffe ich nicht. Ne? Hier kommt ja die neue Idee. Natürlich auch die Aussage, ich kann alles schaffen, wenn ich möchte. So, gucken wir mit den Lennys, was sich hier noch zeigt. Ja, die Wege, die Möglichkeiten, die Chancen, die du nutzen kannst. Entscheidungen, die du auch triffst. Eine rasche Kurskorrektur. Möglicherweise hast du hier auch einen Konflikt damit, überhaupt einen Weg zu gehen oder eine Entscheidung zu treffen. Hier wäre das aber so, dass dieser Weg, der hier vor dir liegt, sehr viel Ruhe mitbringt und weniger Stress. Hier ist auch die Aufforderung so, wie soll ich das ausdrücken?
Höre auf dein Inneres. Ne? Hier liegt die Geschwätzigkeit dabei, die Gespräche von außen, die Menschen, die alles besser wissen oder meinen, du müsstest irgendetwas so machen, nur weil sie es auch so gemacht haben. Etwas nimmt Fahrt auf. Kommuniziere auch. Und hier kann sein, dass du etwas befreist, ja, wo du emotionale Mauern aufgebaut hast. Ne? Ich habe so dieses Thema, eine Abgrenzung vielleicht oder eine Distanz zu etwas, wo man sich so in sein Türmchen einschließt und gleichzeitig die Seele auch. Das kannst du hier vollenden, dem darfst du eine neue Richtung geben. Das Thema Beruf, Berufung, Finanzen zeigen sich hier mit auf diesem Weg und hier kannst du auch durchaus Gelder generieren mit selbstständiger Arbeit oder aber es geht vielleicht bei dir auch um unabhängig sein im Beruf und in den Finanzen. Für einen oder anderen haben wir hier das Thema Ämter und Behörden tatsächlich mit bei. Ne? Vielleicht gibt es hier etwas zu klären, vielleicht kannst du hier in diesem Bereich unabhängig werden. Du kriegst irgendetwas zugesprochen. Jedenfalls ist die Energie für dich hier sehr erdend. Du kommst hier an, deine Seele befreit sich. Es ist irgendwie so auch ein bisschen ein Befreiungsschlag für dich. Ne? Nach irgendwas, wo du längere Zeit nicht das Gefühl hattest, ich bin jetzt angekommen oder ich bin am richtigen Platz. Und hier kommt sozusagen dieses Gefühl, dass du die Mauer um dich herum sprengen kannst und dass du so unabhängig wie möglich hier dein Ding machst. Lieber Steinbock, das ist die Botschaft für deine Portaltage. Ich drücke dich und bis bald. Ihr lieben Jungfrauen, hier kommt eure Botschaft für die Portaltage im Juni. Und wir schauen mal, was ich euch mitteilen darf für den neuen Monat. Was für Themen zeigen sich hier, was dürft ihr angucken. Ich lasse die Karten erstmal alle raus und dann gucken wir den Zusammenhang an. Hier zeigt sich jetzt schon etwas, wo ich sehen kann, dass du vielleicht darauf bedacht bist, etwas so zu tun, wie andere es von dir wollen. Hier ist der Gruppenzwang, ne? Obwohl dein Herz eigentlich Nein dazu sagt. Du hast ja Heilung von Mutterthemen und eigentlich einen guten Moment auch, Dinge umzusetzen, Träume zu verwirklichen, überhaupt deine Träume mal wieder ans Licht zu holen. Das Thema Wohlstand zeigt sich dir und du hast den Engel der Entscheidungen dabei. Ja, die erste Karte, die passt so ein bisschen als Pendant dazu zum Gruppenzwang. Ne? Hier wirst du aufgefordert, dass es an der Zeit ist, in dich zu gehen, für dich selber einen Zufluchtsort zu suchen, dich beratschlagen, nachzudenken, dich zurückzuziehen. Und vielleicht musstest du auch in der letzten Zeit viel machen oder tun, um nach vorne zu kommen. Und hier geht es eben darum, dass du auch deine Kräfte wieder nährst und ganz sorgfältig bedenkst, was du zu entscheiden hast. Ne? Es geht um eine solide Basis für die Zukunft, eine langfristige. Und es geht auch darum, deine eigenen Energiespeicher wieder aufzufüllen. Hier kommt so die Zeit, wo man sich sozusagen ersinnt, was man für eine Idee hat für die Zukunft und dass man sich nicht von anderen so reinziehen lässt in dieses, du musst jetzt etwas so oder so gestalten. Das ist deine freie Wahl. Was du willst, darfst du hier noch genau für dich klären.
So viel Sorgen brauchst du dir ja aber auch nicht zu machen, denn der Fasan sagt ja eine Phase des Wachstums und der Versorgung im Leben voraus. Er lehrt dich auch deine wahre Größe zu zeigen, deine Talente angemessen zu präsentieren und du darfst dir das Beste erwarten für dich. Möglicherweise zeigst du dich auch irgendwie zu wenig und der Fasan sagt dir, überwinde deine Angst, komme aus deinem Versteck, stell dein Licht nicht unter den Scheffel, also diese ganzen Selbstwertthemen. Und tatsächlich ist es auch an der Zeit zu handeln, auch Träume umzusetzen. Das haben wir hier zweimal. Ich habe das Gefühl, du musst aber erst klären, was das sein kann. Der Boden hier ist fruchtbar für dich, ne? Du darfst dich der Welt zeigen und auch das Beste zurückerwarten. Hier haben wir ja das Empfangthema dabei, Heilung der Mutterthemen. Und sehr viel, wo du aufgefordert bist, zu gucken, was möchte ich wirklich? Was sind meine Wünsche, Träume? Was will ich umsetzen? Du hast den Engel der Entscheidung dabei und es ist vielleicht manchmal schwer, eine Entscheidung zu treffen. Hör da auf dein Bauchgefühl. Vertrau darauf, dass du gesagt kriegst, was richtig ist, auch von oben. Hör auf dein Herz und wenn du darauf hörst, wirst du auch den richtigen Weg einschlagen. Ganz wichtig ist dieser Hinweis, ne? Es geht nicht darum, was andere wollen oder was man von dir erwartet, sondern du weißt, was für dich richtig ist und was du für eine Wahl treffen möchtest. Ja, klar, das passt das Außen, ne? Wie zeigst du dich, wie nimmt man dich wahr, wo lebst du deine wahre Größe? Umstände auch von außen, die du nicht kontrollieren kannst. Oh, das sind mir zu viele. Hier auch nochmal die Verstrickung, die von außen auf dich einwirken kann, aber auch die genesenden Faktoren auf dem Mutterthema und hier der Neubeginn, ne? Möglicherweise ist hier auch etwas aus deinen Kindertagen, was sich dir zeigt oder was immer wieder so ein bisschen nach oben kommt oder auch ein Thema mit deinen eigenen Kindern. Hier hast du die Blumen. Du brauchst hier nichts zu befürchten. Und die Sterne noch. Also hier ganz klar. Alles, was dir am Herzen liegt, kommuniziere aus. Ja? Es geht auch um deine Herzensangelegenheiten. Und die Dinge stellen sich hier unter einen guten Stern und bringen dir auch die Geschenke des Lebens mit. Ne? Hier das Thema Wohlstand und was möchte ich wirklich, was bedeutet es für mich, wird ganz wichtig für dich sein. Liebe Jungfrau, ich wünsche dir gute Portaltage, schöne Erkenntnisse. Ich drücke dich und bis bald. Hallo ihr lieben Skorpione, wir schauen, welche Botschaft ich euch für eure Portaltage im nächsten Monat weitergeben darf. Ich lasse zunächst mal die Karten springen, dann drehen wir sie um und dann sage ich euch, was hier für euch durchkommt. Die hat sich schon umgedreht. Engel haben wir zwei hier. Ich bin auch Skorpion. Drehen wir die ganze Sache mal um. Also für die Skorpione, die kriegen hier gesagt, sie sind im nächsten Monat in dem Portal, wo man Übergangsphasen hat. Wo man etwas von seinem Schutzpanzer ablegen darf. Hier haben wir
uns irgendwo eingeigelt. Ne? Wir haben zugemacht, gemauert und überall da Schutz gesucht und nichts an uns rangelassen. Und genau das ist jetzt hier der springende Punkt für die Skorpione. Das ist hier natürlich auch eine sehr spirituelle Zeit und sehr passend zu den Portaltagen an sich. Und es geht darum, dass man in einer Phase ist, wo man von einer Situation zur anderen geht, von einem Szenario auch ins andere, und wir setzen hier die Segel für unsere Fahrt sozusagen. Der Steinkreis wird uns genau hierhin bringen, wo wir sein müssen. Und hier kommt eine mystische Pilgerreise. Tiefe Erkenntnisse sind da und wir dürfen uns hier sicher fühlen, dass wir gut geleitet sind. Ja, mit dem Gürteltier haben wir natürlich auch die Situation, dass die Kampfstimmung vorbei sein darf. Ja, wir dürfen aufgeben, zu kämpfen um Macht oder Anerkennung. Wir sind von innen und außen geschützt und wir sollen nicht zurückschauen, sondern auf das Glück, das vor uns liegt, gucken. Das Gürteltier alleine bringt schon den Schutz mit, wenn es ins Leben kommt, und führt uns fruchtbar durch die nächste Phase. Hier ist eigentlich ein sehr guter Satz, ne? Lass dich nicht mehr auf irgendwelche Kämpfe oder Auseinandersetzungen ein, denn das zieht hier sehr viel Energie, und erwarte auch nichts von anderen. Es geht hier darum, die Kraft, die man hat, nicht unnötig zu verschwenden, anzuerkennen, dass die Seele auch unzerstörbar ist, und man muss hier mal einen Schritt zurücktreten und sich nicht im Kämpfen verlieren auch. Ne? Es kostet alles sehr viel Kraft, und Frieden schließen mit den Dingen. Dann haben wir hier das Mädesüß für die Skorpione. Das ist jetzt super, ne? Weil hier haben wir den Übergang, und das Mädesüß ist ein heiterer Begleiter bei Übergängen, neuen Freundschaften und Liebesbeziehungen. Hier geht es um die Süße des Lebens, und wenn man hier den Schutzpanzer um sich herum hat, ist man zwar geschützt, aber man kommt auch eben nicht an die Süße des Lebens heran. Wir lernen hier, dass wir das Beste verdienen und dass wir auch den Fokus darauf richten sollen. Und hier haben wir die gesegneten Veränderungen. Also wir sind in einer Übergangsphase zu gesegneten Veränderungen. Wir haben zwei Engel, die uns begleiten. Einmal den Engel der Freude, das doppelt sich so ein bisschen mit dem Mädesüß, der uns sagt, wenn wir glücklich sind, sind alle anderen auch glücklich, auch die Engel, und wir haben Freude an dem, was wir tun. Das Leben wird leichter und beschwingter. Es ist ja auch so ein Panzer wiegt was, ne? Er engt ein, er macht nicht geschmeidig, und hier kommt eben dieses Biegsamsein wieder mehr rein und diese beschwingte Freude. Und der Engel des Glücks sagt dir hier oder uns, wenn wir selbst glücklich sind, nicht rumkämpfen um irgendwas, was uns glücklich macht, dann werden wir auch glücklich sein, in die Welt hinausstrahlen und Enttäuschungen nicht mehr so hochhalten oder falsche Erwartungen auch. Und so wird das Glück auch stets an unserer Seite sein. Wir schauen ein bisschen weiter mit den Lemmis. Welche Themen kommen hier für die Skorpione? Ja, mal wieder das Schicksalskreuz. Schicksalshafte Situation, schicksalshafte Wende. Das Thema Beruf, Berufung, Halt, Stabilität im Leben haben. Möglicherweise gibt es hier auch eine Situation, wo man gerade in Übergangsphasen sich nicht so gehalten fühlt, aber diese Situation, die hier kommt, die ist sehr stabil und die entspricht auch genau dem, zu was wir berufen sind. Und wir brauchen hier uns auch nicht klein halten und sagen, ich nehme das, was ich kriege, sondern wir haben tatsächlich hier das Beste verdient, wie alle anderen auch. Hier haben wir noch die Mäuse und den Turm. Bedeutet hier, wir können unseren Rückzug beenden, ja, unsere Mauern sprengen, unseren Schutzpanzer fallen lassen.
Oh je, so viel wollte ich eigentlich nicht, aber jetzt sind sie raus, jetzt nehmen wir sie auch. Ja, und hier ist es einfach so, dass wir unsere eigene Größe mit Sicherheit und Erfolg auf ein Fundament bauen können. Ich habe so, dass das Umfeld uns neue Türen öffnet, damit wir uns hier nicht klein machen müssen, ne? Vertrauensbeweise, die wir vom Leben irgendwie kriegen für unsere Situation. Unten haben wir noch die Familienthemen, alles, mit dem wir kämpfen und alles, wo wir irgendwie das Gefühl brauchen, dass die Sonne wieder aufgeht, ne? Wunderschön, ihr Lieben, sehr vielfältig. Ich wünsche euch schöne Übergangsportaltage. Ich drücke euch bis bald. Ihr lieben Fische, wir schauen in euer Orakel für die Portaltage im Juni. Ich bin gespannt, was ich euch mitteilen darf. Was steht für euch an? Ich lasse die Karten erstmal rausspringen, dann gucken wir, was sie uns sagen. Es dauert jetzt einen Moment, das wisst ihr. Für mich gehört das Mischen immer zur Legung dazu. Schon mal schöne Karten habt ihr hier. Es geht darum, dass Schmerzen und Ängste geheilt werden, wo ihr mit der Weide hier ohne zu brechen durchkommt, wo sich Dinge zu euren Gunsten wenden. Die Weide hat hier ganz biegsame Äste, das heißt, sie brechen nicht ab, sondern sie gehen mit. So, dann wollen wir mal. Also, ihr habt hier den gewundenen Pfad und da geht es um das Thema in den Flow kommen, aus einer Stagnation rauskommen, wieder in dieses Lebensgefühl reinzugehen, dass man eben mit dem Fluss des Lebens geht, nicht dagegen oder stehen bleibt, sondern dass etwas eben wieder fließt. Vielleicht hast du hier auch so Wege hinter dir, die jetzt gerade nicht so gerade waren. Und vielleicht auch umständliche oder nicht zielführende Wege. Es ist ja oft so, das Leben bietet uns nicht nur die geraden Straßen, sondern es gibt Kurven und in Schwaben sagt man Buckelberge. Und ja, die Karte sagt ja einfach, gib mal ein bisschen die Kontrolle aus der Hand, wie dein Weg weitergeht. Auch wenn du jetzt nicht alle Antworten weißt, du hast hier die Giraffe, ne? Die guckt aus einem anderen Blickwinkel, die erhebt sich über die Dinge. Und die sagt, auch manche Dinge lösen sich von ganz alleine. Man muss nicht immer so nach vorne preschen. Man muss auch heute nicht wissen, was morgen ist, sondern hier geht es darum, dass man auch wieder das Gefühl hat, dass das Leben einen trägt und dass sich die Dinge auf die beste Weise fügen. Und dass die Wege dorthin führen, wo man auch sein soll, ne? Es geht hier nicht nur um das Ziel deiner Reise, sondern es geht um die Reise selbst, um zu genießen, auf welchen Stationen du bist oder bei denen du irgendwie vorbeifährst auf deiner Reise. So, dann habt ihr natürlich mit der Giraffe ein ziemlich großes Tier. Die sagt euch auch noch mal so ein bisschen was Ähnliches wie der gewundene Pfad, denn die sagt ja, du brauchst dich nicht nach vorne drängen. Du hast Zeit, die Zeit, die du brauchst. Du kannst abwarten, abwägen. Manchmal habe ich schon oft gesehen, es gibt ja Menschen, die sitzen Dinge aus und denke ich immer, Mann, Mann. Aber manchmal erledigt sich tatsächlich auch was von alleine, weil der Kosmos dafür sorgt. Hier geht es natürlich um Weitblick, Überblick,
Die Giraffe kann vom Baum der Erkenntnisse essen und sie fordert einfach auf, ruhig und sanftmütig vorzugehen, auch Worte so auszusprechen, dass sie der Situation entsprechen. Nichts Schnelles machen, hier hast du auch nochmal die Ruhe, ne? Hier muss praktisch Tempo raus und du darfst genießen, dich entspannen, dir Zeit für dich nehmen, das Gefühl haben, dass die Erde dich trägt und versorgt und dass du alle notwendigen Eingebungen auch hast, die du brauchst, ne? So, das von außen beeinflussen lassen ist ja auch so eine Sache. Manchmal drängt einen das Leben auch. Und hier habt ihr mit verbreitet die Botschaft der Liebe einfach auch nochmal den Hinweis auf eure Sprache, auf die Wörter, die ihr ausspricht oder auch das Wie. Und ihr habt hier den Engel des tieferen Sinns mit dabei für eure Portaltage und hier kommt so ein Verständnis zu euch, dass jede Situation, die passiert und jeder Mensch, der in euer Leben kommt, einen ganz bestimmten Zweck erfüllt. Und die Engel werden dir hier helfen, diese Bestimmung zu entdecken, auch wenn es für dich nicht gleich sichtbar ist, ne? Deshalb sollst du hier auch deine Reise genießen. Alles hat seine Richtigkeit. Vertraue dem Universum und du wirst auch die Bedeutung von den Dingen irgendwann verstehen. Wir gucken mal, was die Lennys hier den Fischen noch sagen. Für die Portaltage, was habt ihr hier? Ja, es geht um euch, um euren empfänglichen Teil. Es geht darum, aus dieser Energie, der man schnell und impulsgesteuert ist, in eine andere zu gehen, Schnitte zu machen, da wo man Dinge nicht mehr braucht, nicht nur auf Verluste gucken oder auf die Dinge, die nicht geklappt haben. Ihr könnt hier einen Konflikt mit euch selbst beenden. Hier ist der Weg wieder frei, wenn ihr aufhört, euch etwas zu erkämpfen und ja auch wirklich das Tempo rausnehmen, ne? Hier bringt das Tempo den Konflikt mit und hier im Prinzip die Empfänglichkeit. Wartet hier, bis die Wolken so sind, dass ihr wieder Durchblick habt. Und ihr kommt hier auch an das Wissen, das ihr braucht, eure Dinge durchzusetzen und könnt hier ein ganz neues Kapitel aufschlagen in eurem Leben. Was mir auch auffällt, ist, dass ich so habe, dass ihr wohl Eingebungen mehr habt, wenn ihr ruhiger werdet. Ihr Lieben, ich wünsche euch schöne Portaltage. Ich drücke euch bis bald. Liebe Krebse, hier kommt eure Botschaft für die Portaltage im nächsten Monat. Ich lasse die Karten nur springen und dann gucken wir uns an, was sie euch zu sagen haben. Das sieht ja schon mal schön aus. Erfolg und magische Momente. Da möchte ein bisschen Magie in euer Leben kommen. Wahrscheinlich ist es hier bei euch mit dem Beifuß auch so, dass ihr tatsächlich einen Monat habt, wo gerade auch an den Portaltagen die geistige Welt sehr präsent ist, ihr zurückgreifen könnt auf Wissen, das ihr benötigt oder neue Perspektiven. Also hier wird eine verstärkte, wie nennt sich das, Empfangsbereitschaft einfach auch sein. Eine erhöhte Sensibilität, jetzt habe ich es, meine Güte. Zwiesprache auch, ne? Ja, ihr habt so eine Art Öffnung. Ich sage euch gleich mehr.
Und ihr habt den Engel der Harmonie, das ist schon mal gut. Also etwas gestaltet sich auf magische Weise sehr viel harmonischer für euch zusammen hier gleich auch sozusagen mit einem Erfolg, auf den ihr warten dürft, mit dem Gefühl, dass alles möglich ist. Und ihr dürft ja auch auf das gucken, was ihr schon geschafft habt, ne? So dass es noch mehr werden kann. Ihr dürft euch auch freier fühlen, ne? Also sich nicht eingeengt fühlen ist hier so das Stichwort oder unfrei. Und auch die Bereitschaft zu zeigen, dass ihr hier eure Erfolge einfahrt. Wenn euch was umwirft, bleibt nicht liegen, steht einfach wieder auf. Und hier gibt es so Themen, wo ihr auch mit einer gewissen Verjüngung rausgeht oder wo ihr strahlender seid. Ihr habt so diese andere Ausstrahlung, eine andere Aura und ihr dürft einen Kampf weglassen, weil ihr einfach spürt, ich bin so gestärkt, dass mich jetzt hier nichts aus der Ruhe bringt. Hier habt ihr ja die Ruhe dabei. Ihr dürft euch Zeit nehmen, euch entspannen, nichts voranpreschen, ne? Euch öffnen, auf Empfang einstellen, weil die Empfänglichkeit, die ist hier auch tatsächlich für euch sehr gut. Natürlich kriegt man die in der Ruhe sehr viel besser mit als in einer angespannten Situation oder wo man immer so innerlich unter Stress auch steht, würde ich es mal so nennen. Oder wo man sich auch unbrauchbaren Stress der anderen mit auflädt oder in Situationen begibt, wo das eben hier zu finden ist. Hinter der Karte des Glühwürmchens steckt auch noch, dass ihr euch mehr öffnen dürft, ne? Dass ihr das Herz aufmacht, dass ihr einfach so wieder das Leuchten oder das Brennen für irgendetwas spürt. Verbindung zum Mitmenschen pflegen, ne? Oder auch zu denen, mit denen man so im Herzen verbunden ist. Es ist hier auch Zeit für euch, Signale auszusenden und zu empfangen, wenn etwas eure Aufmerksamkeit braucht. Ja, es geht so ein bisschen, dass ihr euer eigenes inneres Licht wieder strahlen lässt und euch für die Magie und die kleinen Wunder des Lebens öffnet. Hier haben wir noch, dass es sein kann, dass ihr euch sehr verzettelt oder mit sehr vielen Dingen beschäftigt. Das verausgabt einen mit der Zeit. Kann ich ein Lied von singen. Ich mache das im Moment auch alles im Vorbeilaufen. Und du hast so dieses Gefühl, dass du nie fertig bist und dass du immer beschäftigt bist, ne? Hier möchte deine Vitalität gestärkt werden und eben das bewusste Vorangehen. Und mit dem Engel der Harmonie kriegt ihr Lieben noch gesagt, dass es hilft, innezuhalten. Das habt ihr zweimal, weil hier liegt ja auch die Ruhe. Und mal wieder zu spüren, sich der Welt zu öffnen, zu fühlen, dass alles okay ist, wie es ist und auf die innere Stimme zu hören. Ihr habt hier so dieses Prinzip von, ich fühle mich ausgeglichener und die Engel unterstützen euch und euer Umfeld. Auch, dass man sich näher kommt und dass die Stimmung so auf Empathie beruht. Was darf ich den lieben Krebsen noch sagen? Es geht um euer Haus, um eure Umgebung, um euer Fundament. Vielleicht auch um häusliche Themen, wo ihr euch neue Türen öffnet. Kann auch sein, dass ihr hier tatsächlich euer Umfeld ganz anders wahrnimmt oder gestaltet für euch. Man hat es ja so viele selber in der Hand, ne? Wow, ihr habt die Blumen. Da sind Einladungen, Treffen, Geschenke. Wollt ihr sie annehmen oder nicht, ne? Gute Nachrichten habe ich für euch. Und hier tatsächlich das Gefühl der Stabilität, des Ausgleiches oder auch eine Art Lohn an den Dingen, die ihr gearbeitet habt, für die ihr gearbeitet habt. Kann natürlich hier auch eine berufliche Sache sein, die sich hier zu euren Gunsten wendet. Und schaut mal, hier unten habt ihr noch die Sterne. Beste Voraussetzungen, einen klaren Monat zu haben, gute Nachrichten zu kriegen und mit einem klaren Bewusstsein durch die Zeit zu gehen, ne? Für alle, die arbeiten noch, liegt ja auch eine berufliche Chance.
Seid offen dafür, ne? Sprecht vielleicht auch mal selber wieder Nachrichten aus, Sachen aus oder gibt jemand ein Geschenk weiter. Das hilft euch alles, auch das, was ihr gebt, wieder zu empfangen. Ihr lieben Krebse, ich wünsche euch eine schöne Portaltagzeit. Ich drücke euch bis bald. Ihr lieben Schützen, schauen wir auf eure Portaltagebotschaft. Was darf ich euch übermitteln? Was ist ein Impuls für euer Kollektiv? Ja, ihr habt das Loslassen dabei. Den Hüter des Herbstes. Die Gottesanbeterin mit der Stille. Es kommt Bewegung in euer Leben. Hier geht es auch um das Loslassen von Wunden oder auch von Gefühlsstauungen jeglicher Art, ne? Von so Sachen, die einen vielleicht auch plagen, die ihr hier abfallen lassen dürft, wie die Blätter vom Baum sozusagen. Vertrauen. Oh, die Stille scheint hier für euch wichtig zu sein. Sie kommt nämlich zum zweiten Mal. Und die sagt euch auch hier, ne, es geht um das, was du wirklich willst. Und um dein Angebundensein an das große Ganze und die Quelle. Und wir haben hier zwei Engel. Den Engel der Neugier und den Engel der Veränderung. Klar, wenn man hier loslassen muss, kommt schon Veränderung von Anfang an mit. Diese Karte hier, die rät euch, einen Kampf aufzugeben. Ja? Hier ist man so in einer Stimmung, wo man alles festhalten will mit aller Gewalt und wo man auch das Gefühl hat, man kriegt es nicht bewerkstelligt. Und es geht auch darum, dass man dieses Bedürfnis, alles kontrollieren zu müssen, in die Genesung bringt. Und auch Druck, den man verspürt, weil man eben angespannt ist oder Handlungen in bestimmte Richtungen lenken will oder in bestimmte Bahnen. Und das Gefühl der Unzufriedenheit, die dadurch entsteht, weil das niemand schafft, ne? Tatsächlich nicht. Hingabe ist hier gewollt. Sich der Führung anvertrauen ist ja auch ganz wichtig, denn wenn man die Kontrolle abgibt, dann gibt man sie ins große Ganze. Und hier darf man tatsächlich abgeben und auch nicht das Gefühl haben, man muss alles selbst erledigen. Man darf sich frei fühlen, das Leben entrümpeln, das Herz öffnen und darauf vertrauen, dass die geistige Welt hier ist, um zu helfen und zu unterstützen. Ja, das ist ein Thema von vielen. Ich bin Aszendent Schütze und ich kenne das bei mir auch. Es ist ein Thema, das mit der Zeit immer besser gelingt. Aber wenn es schwierig wird, kann schon mal sein, man fällt auch wieder ein bisschen zurück. Und ja, eine Aufgabe, an der man eben lebenslänglich rumübt, anstatt ja, dieses Gefühl der Verbundenheit versuchen zu halten. Ne? Es geht hier tatsächlich um einen Lebenskampf. Um etwas, mit dem man rumkämpft, anstatt abzugeben. Es geht um das Gebet hier, auch mit der Gottesanbeterin, die Gebetshaltung. Und man wird auch aufgefordert, für sich einzustehen und sich der Quelle anzuschließen. Es gibt hier auch was zu lernen, den Unterschied zwischen Trug, Schein oder Wahrheit zu unterscheiden. Und die Wahrheit in uns selber ist in diesem Fall unser bester Freund. Ne? Um abzugeben, braucht man ja auch unheimlich viel Vertrauen. Zwiesprache mit der Quelle, Geduld und Vertrauen und Frieden ist hier wirklich das Wichtigste, was man hier lernen darf. Ne?
Mit dem Ehrenpreis kriegt ihr halt auch diese Bewegung rein oder wir die Tiefen des Seins berühren und alte Wunden oder auch Sachen, die man angestaut hat, die man niemals loslassen konnte, kommen hier wieder mehr in den Flow. Die Engel, die hier sind, sagt so der Engel der Neugier, guck dir mal wieder Dinge an, interessiere dich für etwas, ja, und sei offen, Neues zu entdecken, anstatt an dem festzuhalten, was dir auch nicht mehr gut tut oder nicht gut tut. Lass dich überraschen vom Leben, das kann man ja auch nicht, wenn man kontrolliert. Und der Engel der Veränderung heißt, uns einfach nochmal dran zu erinnern, dass man, wenn man lebt, vorwärts geht und sich entwickelt und nicht nach hinten guckt. Ja? Oder im Moment kannst du nicht bleiben, jeder Tag geht um. Und es geht darum, sich mutig dem Fluss des Lebens hinzugeben, die Dinge, die wir nicht ändern können, zu akzeptieren, anstatt mit Kampf versuchen, sie aufzuhalten. Guckt mal, Veränderungen, die wie ein Geschenk kommen, wenn wir sie annehmen können. Ne? Veränderungen, die, wenn wir die Blätter hier fallen lassen, kommen im Frühjahr wieder die Blumen. Es ist ein ewiger Kreislauf auch. Voilà. Gute Nachrichten habe ich hier, Nachrichten, die, ja, eine Veränderung, wir haben hier sehr viel Veränderung, viel Bewegung, aber tatsächlich halt auch Nachrichten, die Gutes mitbringen, ne? die helfen, Hindernisse zu überwinden. Das kann ja auch sein, dass wir Aussprachen haben oder mit der Sprache eben abgeben. Möglicherweise hat man hier auch Dinge zurückgehalten, die man eben nicht ausgesprochen hat. Und hier ist es Zeit dafür, ne? Mal zur Aussprache zu bringen, was eigentlich tatsächlich Sache ist oder was wichtig wäre. Hier ist Misstrauen gegen Vertrauen sozusagen. Und möglicherweise hat man hier auch die Situation, dass man mit so Mutterthemen konfrontiert ist. Ne? Wenn die Mütter ihre Kinder loslassen, dann ist das immer sehr schwierig. Oder aber auch, dass dieses Vertrauen gegen Misstrauen oder Zweifel, das hier genesen darf. Die ganze Situation, dieser Zwiespalt auch zwischen beidem, dass das so ein bisschen Unruhe mitbringen kann. Was ich hier auch noch Spezielles habe, ist, lasst euch nicht reinsprechen. Ich habe viel Kommunikation auch von außen. Hört da auf euch selbst. Und ihr dürft auch blockieren oder etwas in den Hintergrund schieben, bewusst, das euch eigentlich mehr Stress bringt durch Kommunikation anstatt Frieden. Ne? Da sind ja auch immer viele Erwartungshaltungen, die an uns gegeben werden. Mach so, tu dies, tu das. Ne? Nee, hier liegt die Erkenntnis im eigenen Innern. Und das, was es hier zu lernen gibt, ist einfach Zweifel gegen Vertrauen. Ne? Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Portaltagezeit. Ich drücke euch bis bald. Hallo ihr Lieben, wieder. Wir gucken in eure Portaltage-Energie rein für den neuen Monat. Ich lasse die Karten nur springen. Ihr wisst, es dauert einen Moment. Wir schauen, was euch hier begleitet. Irgendwo steht ihr vielleicht im Nebel. Es braucht alles noch etwas Zeit. Eure Geduld wird gefragt. Eure Energie möchte sich erneuern, auffrischen. Hindernisse wollen überwunden werden. Ihr seid hier die Sieger. Klasse. So,
So, ihr Lieben, also es geht hier bei euch darum, bei den Portaltagen, dass ihr Hindernisse überwinden könnt, dass ihr neu erfrischt werdet, dass ihr euch in irgendeinem Bereich nicht als Verlierer fühlt, sondern als Sieger. Und es kann ja sein, dass sich hier noch einige Schleier lichten müssen, bis ihr den richtigen Durchblick habt. Aber mit dem Ginster habt ihr natürlich auf jeden Fall das Element davon, dass wenn ihr wartet oder auch ein bisschen Geduld habt, wie der Kranich hier schon sagt, ne, bis es heller ist, bis es durchsichtiger ist, bis es klarer ist, könnt ihr hier gewinnen und das Dunkle vertreiben auch. Für euch geht es hier auch darum, euch in eine Stimmung zu versetzen, in der Ruhe ist. Und möglicherweise sind die Dinge auch noch anders als erwartet oder eben so, dass es zunächst so aussieht, als etwas in die und die Richtung läuft, aber eigentlich ist die Richtung eine ganz andere. Hier kommt dein sechster Sinn irgendwie zum Aufwachen und du darfst hier sehr achtsam auch sein. Es geht um deine Emotionen. Keiner würde hier im Nebel loslaufen, um die richtige Richtung zu finden. Deshalb hier zweimal dieses Ding, ne? Das Dunkle geht weg und dann ist dein Moment. Warte ab, bis der Nebel sich gelichtet hat und die Wahrheit wird hier für dich auch mit der Zeit ans Licht kommen, sodass du für dich weitergehen kannst mit einer speziellen Erfahrung, die dich natürlich auch für dein Leben weiterbringt. Ja, mit dem Aal hast du hier tatsächlich auch einen Vermittler der Weisheit, der Inspiration. Der kann verteidigen hier, der kann beschützen und der zeigt dir auch, wie du deine eigene Kraft aufbauen kannst. Die Botschaft heißt ja einfach auch, hier gibt es vielleicht emotionale Gifte in dir, ne? Das kann jetzt von anderen Menschen ausgesendet sein oder auch von dir selbst, negative Gefühle oder so dieses Ding, irgendwas ist hier nicht richtig, hier bohrt ein giftiger Stachel in mir. Und hier darfst du auch wieder für etwas dich begeistern, ne? Dich von diesem Giftstachel nicht ausbremsen lassen, indem du zurück in deine Kraft kommst, sodass du deinen Weg auch gehen kannst, geführt. Und ich glaube, bei euch geht es ein bisschen drum, Liebe, wieder, dass ihr hier gezeigt kriegt, wann man wie handelt, ne? Dass man nicht zu schnell voranschreitet und voreilig ist, sondern dass bestimmte Situationen eben auch dann dran sind, wenn sie dran sind. Ihr habt ja aber die göttliche Magie mit euch, ne? Es ist so eine Zeit, wo ihr auch mit Wundern rechnen dürft, wo die Dinge unter einem guten Stern stehen. Und es hat ja für euch auch sehr viel mit Abgrenzung und Selbstliebe zu tun, ne? Wie fühlt ihr euch, wenn ihr in den Spiegel schaut? Wo gibt es bestimmte Gifte, wo man euch kleiner gemacht hat oder euch irgendetwas gesagt hat, was in euch rumort, warum ihr nicht gut genug seid? Und ihr seid ja auf der Erfahrung der Selbstliebe auf jeden Fall. Ihr verzettelt euch hier unter anderem vielleicht auch im Alltag. Das heißt, dass ihr mehr achtsam sein dürft und in die Stille gehen, auf das hören, was aus eurem Innern zu euch spricht. Werte, die liebevoll standgiftig sind, zu leben und ja, die eigene Philosophie zu entwickeln für euer Leben, die dann auch befreiend ist und dir ein zufriedenes Leben ermöglicht. Gucken wir, was die Lennys den Widern hier noch sagen. Ja, es geht darum, dass ihr irgendwo Mangel habt, dass etwas an euch nagt, vielleicht auch etwas aus der Vergangenheit, das sich bisher noch nicht geklärt hat, etwas aus Kindertagen oder was mit Kindern zu tun hat,
tatsächlich gehen euch hier neue Türen auf. Ne? Es ist nur eine Frage der Zeit. Und ihr könnt hier Hindernisse überwinden, bei denen ihr euch begrenzt, beschränkt oder irgendwie eingepfercht gefühlt habt. Ne? Es geht hier auch um Blockaden, um neue Wege, die dann am Ende wieder Fruchtbarkeit und Wachstum bringen und auch Beständigkeit. Es kann ja auch sein, dass es um eine berufliche Situation geht oder aber um etwas, was ich jetzt zeigen will, was ihr euch im Leben erarbeitet habt sozusagen. Eigentlich eine wunderbare Legung hier. Ich würde gern für euch noch eine Göttin springen lassen, weil wir haben ja hier die Selbstliebe ein bisschen dabei, Thema Selbstliebe. Das darf ich dem wieder noch mitgeben. Hier sind zwei rausgekullert. Also, egal wo ihr drin steckt, ne? Ihr kommt die ausgleichende Gerechtigkeit. Situationen werden fair behandelt. Gerechtigkeit widerfährt dir. Und du darfst dich ein bisschen aus den Gedanken winden, die dich so beschäftigen, die vielleicht auch eine gewisse Giftigkeit mitbringen und dich hier deiner eigenen kreativen Quelle mehr anschließen. Etwas erschaffen, etwas auf die Erde bringen. Weiß ich, was es für jeden Einzelnen sein kann, ne? Der eine strickt, der andere malt, der andere macht Musik. Es geht einfach darum, diesen Teil mehr ins Leben zu rufen, sodass du für dich auch Momente hast, in denen du etwas erschaffst, was aus deiner eigenen Hand kam, ne? Okay, ihr Lieben, wieder. Das waren eure Portaltage. Ich drücke euch bis bald. Ihr lieben Löwen, wir gucken nach einer Botschaft für eure Portaltage. Ich lasse die Karten nur springen und ich bin gespannt, was ich euch mitteilen darf. Hier liegt schon mal der Erfolg für euch. Ups. Es wird euch Gerechtigkeit widerfahren. Das ist schon mal gut. Irgendetwas, wo du vielleicht eine strittige Angelegenheit hattest oder so, wird fair und gerecht gelöst. Habt Geduld, verliert das Vertrauen nicht. Wir gucken noch ein bisschen weiter, dann sage ich euch mehr dazu. Ja, ihr habt hier vielleicht so Träume, die ihr schon als Kinder gehabt habt und da kommen sie einfach wieder hervor und zeigen sich neu. Heißt natürlich auch, glaubt an eure Träume. Glaubt auch daran, dass ihr etwas umsetzen oder verwirklichen könnt. Ihr kommt hier sehr gut auch an die verborgenen Themen. Oh, okay, ihr habt die Seelenpartnerbeziehung. Und ihr habt hier den Engel der Hoffnung. Also glaubt an eure Träume, gebt die Hoffnung nicht auf. Hier ist etwas am Entstehen, das euch großen Erfolg bringen wird. Und wo jetzt auch alles möglich ist von diesem Punkt aus. Ne? Hier darfst du auch ruhig mal diese Triumphe feiern, die du schon hattest, das Glück genießen. Auch so handeln, als ob dir alle Türen offen stehen. Und es geht hier auch darum, dass wenn du dich mal mit einer Begebenheit auseinandersetzen musst, die dich jetzt nicht so erquickt, dass du einfach nicht liegen bleibst, sondern wieder aufstehst. Hier kommt Erfolg, Vitalität, Erneuerung und du darfst jetzt tatsächlich Maßnahmen ergreifen, deine Träume wahr werden zu lassen und zwar ohne Kampf, sondern einfach so in diesem Gefühl, das Universum steht hinter mir, ich kriege Gerechtigkeit und Ausgleich. Ja, wenn der Strauß hier in dein Leben stolziert, dann wirst du gut behandelt. Etwas gibt dir eine neue Freiheit mit.
Etwas fühlt sich gut an, du kannst dich abgrenzen von einem bestimmten Kampf. Und der Strauß rät dir auch, dass du fit bleibst, körperlich als auch geistig und auch aber mit der Meditation zusammen, also Körper, Geist und Seele, alles miteinander. Für dich ist es wichtig, lieber Löwe, dass du ein friedliches Bild auch erschaffst und aufhörst zu kämpfen oder eben in Kampfesstimmung durch dein Leben gehst. Erzeuge Bilder von Frieden und Freude, anstatt von Kampf, wird dir hier gesagt. Ne? Es kann sein, dass du dich verzettelst, dass du zu viel machst, dass du anstatt fokussiert auf eins hier viele Dinge in Anspruch nimmst. Und am Ende ist es so, dass du dich daran verausgabst. Und hier geht es darum, die Gerechtigkeit, die hier auf dich wartet, bringt dein Leben auch ein bisschen in eine vereinfachte Situation. Solltest du Single sein, hast du hier Möglichkeiten, einen Partner kennenzulernen. Die Seelenpartner sind immer die ganz besonderen, die haben schon eine Grundlage auch an Erfahrungen, die deinen Werten entsprechen. Und der Engel der Hoffnung sagt dir, bleib dir treu, auch in schweren Zeiten gib nicht auf, steh auf, mach weiter, glaube immer an deine Herzenswünsche, schicke positive Gedanken und glaube daran, dass sich die Dinge zum Guten wenden. Also Optimismus ist angesagt. Solltest du natürlich hier in einer Beziehung sein oder in einer Partnerschaft, kann sich hier etwas verbessern oder ausgleichen oder auch einfacher gestalten, wenn es schwierig war. Die Löwen haben die Möglichkeit, sich neue Türen zu öffnen, ein Gefühl der Sicherheit einzufahren, neue Beginne zu machen. Also eigentlich richtig schön, ne? Ihr könnt hier neu durchstarten, einen Erfolg einheimsen. Mit dem Kind habe ich natürlich auch, es verkleinert sich irgendetwas, es fühlt sich alles stabiler an. Die Umgebung wirkt auch gut auf euch. Möglichkeiten, Chancen, die ihr nutzen könnt. Ja, und ihr habt hier, dass das Schicksal euch in eine neue Richtung dreht. Hier geht die Sonne auf, ein karmischer Zyklus wird beendet, eine schwierige Situation wird erleichtert und ihr habt hier unten, dass ihr eure eigene Größe leben könnt. Das ist schon mal gut. Und guckt mal, hier habt ihr noch den Klee, das kleine Glück, die Klarheit, die Erfolge, glückliche Wenden, ja, etwas wird auch minimalisiert, was schwer ist. Also eine wunderschöne Energie für euch, ihr lieben Löwen. Ich wünsche euch schöne Portaltage. Ich drücke euch bis bald. Hallo ihr lieben Zwillinge, hier kommt eure Botschaft für die Portaltage. Ich bin gespannt, was ich dem Kollektiv der Zwillinge mitgeben darf. Ich lasse die Karten erst springen. Und dann schauen wir, welche Energien für euch zur Verfügung stehen. Diese Karte ist bei vielen gesprungen. Wir haben hier den Erfolg. Bei einigen Sternzeichen, die ich schon gedreht habe. Ich sage euch gleich mehr dazu. Ups. Also egal, was ihr hier jetzt zu bewerkstelligen habt, die Karten sagen schon mal, hab keine Sorge, du schaffst das. Hier liegen mehrere Wege, die sich dir noch eröffnen. Du darfst optimistisch bleiben. Und das Gänseblümchen sagt dir auch, dass du alles schaffen kannst, was du möchtest. Ein Gänseblümchen richtet sich immer wieder auf, wenn man drauf tritt. Und die geheime Quelle gibt dir mit,
dass tatsächlich auch alles möglich ist. Ne? Du darfst hier auch auf das gucken, was du bereits geschafft hast, damit noch mehr Erfolg in dein Leben kommt. Du darfst dir auch vorstellen, dass du erfolgreich bist. Also egal, was du jetzt für eine Situation hast, wird dir gesagt, gucke nicht pessimistisch auf die Dinge, tu so, als hättest du schon Erfolg oder stell dir in Gedanken vor, wie du eine Angelegenheit auch erfolgreich lösen kannst. Und bleibe hier nicht liegen. Wir haben ja hier die Lebensenergie. Vielleicht bist du irgendwo auch müde, wieder aufzustehen, bestimmte Dinge wieder anzugehen. Aber hier wird gesagt, ey, bleib nicht liegen, steh wieder auf, mach weiter. Denk auch nicht lange drüber nach, warum, wieso, weshalb. Hier liegt so eine Art Erneuerung deiner Vitalität, auch der Lebensenergie, und du darfst hier einem bestimmten Prinzip folgen. Das Prinzip heißt, ich stehe für meine Träume ein, das Universum unterstützt mich, aber ich höre auf, mit brachialer Gewalt dagegen zu gehen. Ne? Hier ist so die Unterstützung des Universums auch für dich vorhanden. Und der Habicht sagt dir hier natürlich auch, dass du hier bald viel mehr Kraft zur Verfügung hast als bisher. Möglicherweise hast du hier einiges schon investiert und auch ja, vielleicht deine Fehlschläge gehabt oder bist auch irgendwo immer wieder am gleichen Punkt rausgekommen. Aber hier beginnt tatsächlich ein neuer Zyklus für dich, wo du Chancen bekommst für Veränderung, wo du zielorientiert handeln darfst und ja, wo dein Bauchgefühl auch so sagt, mach jetzt mal, ne? Die Greifvögel, die warten ja immer auch oben am Himmel, bis sie ihr Objekt haben, das sie wollen, und dann gehen sie drauf zu. Sie nehmen einen übergeordneten Blickwinkel hier ein. Und ja, hier kommt so Energie, die dich nährt. Keine zerstörerische Kraft, und du darfst hier auch hinter dir lassen, ne? Okay, also hier kann sogar bei dir sein, ein ganz neuer Lebensabschnitt kommt. Einer, der Abwechslung mitbringt, neue Möglichkeiten. Hier ist noch viel Potenzial von dir, das du noch nicht genutzt hast. Vielleicht auch aus diesem Ding, ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Kraft mehr. Das Gänseblümchen sagt dir, ja komm, steh wieder auf, bleib optimistisch, hier bist du schon kurz vor dem Ziel, und möglicherweise ist es für dich eine Option, dass du mal deine Chakras klärst. Da gibt es so Meditationen, die findet man auch auf YouTube. Wie immer, ne, dass man sich innerlich mal wieder reinigt und klärt. Und du hast den Engel der Weisheit bei dir. Der sagt dir, dass deine Seele mit dir sprechen möchte. Dein Inneres sehr deutlich spricht, aber du die Botschaft vielleicht auch mal nicht hörst. Und wenn du auf deine Weisheiten hörst und auch die Erfahrungen, die du gemacht hast, die dir schon Erfolg gebracht haben, wieder mit einbeziehst, so kannst du eine ganz eigene Philosophie für dich entwickeln, die sehr befreiend wirkt und dir ein gutes, zufriedenes Leben ermöglicht. Wir schauen mal mit den Lennys, was ich hier noch für die Zwillinge kriege. Ja, ihr wollt gern weiterkommen, ihr wollt, dass euer Bötchen Fahrt aufnimmt, im Flow sein. Es geht um eure Wünsche, Träume, Sehnsüchte, langfristige Planungen. Möglicherweise geht es hier auch darum, irgendeine Distanz zu überwinden. Irgendetwas, das dir sehr viel Unklarheit bringt, möchte hier ein Ende finden. Ich habe so das Gefühl, du stehst auf deiner Reise immer wieder mal im Nebel und möglicherweise auch immer mal wieder im Gleichen und hast auch schon Abbrüche getätigt von irgendwas. Und im Prinzip kämpfst du hier sehr. Und die Erfolgskarte sagt, hör mal auf zu kämpfen, denn für dich ist
Das Universum sowieso da, die Dinge kommen dir entgegen. Schließe Frieden mit irgendetwas, auch mit Verwundungen aus der Vergangenheit oder so mit Kurskorrekturen, die sich wiederholt haben. Man kann hier sehen, dass sich die Nebel plötzlich lichten. Familienthemen sind hier auch mit drin. Also dieser Halt, der dir aus deinen Wurzeln mitgegeben wurde, habe ich hier so das Gefühl, dass die Wurzel ein bisschen faulig ist und dass du hier nicht so richtig Chakra Clearing, wir haben hier das Wurzelchakra vielleicht auch speziell, aber mit der Sonne hast du hier wirklich beste Möglichkeiten, Dinge umzudrehen oder auch in eine Energie zu gehen, die dir Wohlfühlen mitbringt. Klarheit, Wohlfühlen, Verständnis für die Dinge und auch die gute Energie überhaupt weiterzumachen. Ne? Schauen wir mal, ob ich noch eine für die Zwillinge kriege. Wir haben den Reiter, es geht voran. Der Reiter überwindet hier deine Hindernisse. Anfang und Ende von Belastungen haben wir hier. Hier kommt das Bötchen tatsächlich wieder in Fahrt, aber in eine angenehme Fahrt. In eine Fahrt, in der du dich auch getragen fühlst und dich auf der Reise auch wohlfühlst. Ne? Du siehst hier, dass Hindernisse beendet werden, dass etwas in Gang kommt, Fahrt aufnimmt. Ja, steig einfach nicht aus, wenn das Wunder kurz bevorsteht. Du schaffst das. Lieber Zwilling, ich drücke dich bis bald. Hallo ihr lieben Wagen, hier kommt eure Botschaft für die Portaltage für den nächsten Monat. Ich bin gespannt, was ich euch sagen darf. Hier haben wir schon mal das Erwachen. Irgendwas blüht bei euch auf. Okay, ich sage euch gleich mehr dazu. Hier gibt es eine gute Energie für euch, wenn ihr so ein bisschen auch drauf guckt, dass ihr euch nicht die Energie nehmen lässt, entweder von anderen Leuten oder auch von alten, unerlösten Dingen. Ich sage euch gleich mehr, wenn alle liegen. Es kann ja sein für euch, dass ihr euch irgendwie so einer alten Haut ablegt, ne? Dass ihr ausschlüpft aus einem Ei, dessen Schale euch so ein bisschen auch, ja, wie soll ich sagen, eingeengt hat. Ne? Ein alter Mantel, der euch nicht mehr passt, ein Schuh, der drückt, etwas, was ihr verdrängt habt, was hier nach oben kommt. Es sind so alte Wunden, Stauungen, etwas Verdrängtes, etwas, was man nicht so gerne hört, etwas, was vielleicht auch Vergebung braucht und ja, wo ihr euch dafür auch speziell entscheiden müsst, entweder weiter zu verdrängen oder zu sagen, hier, ich gehe da mal dran und ich lasse mir meine gute Energie auch von niemandem nehmen. Ihr kennt doch das bestimmt auch. Es gibt so Menschen, die wollen immer wieder die gleichen Gespräche führen, immer die gleichen Diskussionen. Am Ende gibt man denen vielleicht auch Tipps oder man sagt seine Meinung, weil sie immer wieder gefragt wird. Aber es passiert nichts. Es ist immer das gleiche Gejammere. Sowas alles kann das sein. Und hier möchte tatsächlich die Karte zu euch kommen, die sagt, stell dich deinen Ängsten und handle trotzdem, also erstarre nicht, schreite mutig voran und selbstsicher zur Tat. Möglicherweise ist hier so ein bisschen Durcheinander oder auch ein Wirrwarr, aber sei hier zuversichtlich und handle. Ne? Die Karte hier sagt dir natürlich auch, pass auf, hier gibt es irgendwo Zeichen, Wiederholungen, Hinweise für dich, also sei auch achtsam. Und hier darfst du dich bereit machen, ne? Für Veränderungen, die anstehen. Dinge, die jetzt herangereift sind, kommen zum Erblühen.
Hier geht es auch darum, in Bewegung zu kommen oder dann auch in Bewegung zu bleiben. Das habt ihr zweimal. Hier gibt es tiefgreifende Transformation, Umbrüche. Und es kann sein, hier sind noch so ein paar Schwankungen, aber das Endergebnis präsentiert euch dann was super Gutes. Die Mücken oder die Moskitos sind ja auch Plagegeister im Prinzip, ne? Das kennt jeder, wenn die da um einen rumsumsen. Und die zeigen hier unerlöste Gefühle auf, die einen innerlich immer wieder plagen oder wo es einfach keine Ruhe gibt. Und es gilt, dich selbst oder euch selbst zu disziplinieren und zu schulen, sich darin zu üben, immer wieder auch im Hier und Heute zu sein, sich auf gute Gefühle und das Schöne zu konzentrieren, sich mit Menschen umgeben, auch die einem gut tun, damit man die Energie auch neu ausrichten kann. Ja, hier gibt es so eine Energie, die vielleicht auch in dir selbst Energieverlust macht, weil du dich mit irgendwelchen Sachen wie Wut oder Schadenfreude oder so beschäftigst. Und das hat in deinem Umfeld nichts zu suchen, ne? Es geht darum, für dich dieses loszulassen, damit es dir leichter wird und dass du nicht geschwächt bist. Lass dir also deine gute Energie nicht von etwas nehmen, das du im Hier und Jetzt für schöne Dinge brauchen könntest, und prüfe hier, was wahrhaftig gut ist und schön und was für dich auch gut tut. Die Vergebung hast du hier zweimal, einmal mit dieser Karte und einmal mit dem Engel der Vergebung. Mit Vergebung lässt man im Prinzip alles los, ne? Man öffnet sich für Freude anstatt für dieses auf sich selbst gerichtete. Ich meine, wenn du auf jemand wütend bist, liebe Waage, dann trägst du das mit dir rum und die anderen juckt es nicht. Ja, dann haben wir hier den Engel der Vergebung, der dich hier begleitet. Es wird auch Zeit, dass du den ersten Schritt auf diese Situation umsetzt, damit es dir selber leicht geht und dass du auch für dich in einer friedlichen Stimmung bist. Und das ist eine Geste für dich selbst, ne? Für deinen inneren Frieden. Mach dich von Verletzungen der Vergangenheit frei und es wird dir auch leichter und eine große Last wird von dir abfallen sozusagen. Schauen wir mal, was die Lennys dir noch mitgeben. Ja, hier kommt etwas an die Oberfläche für dich. Irgendeine Erfahrung, die sich vielleicht im Unterbewusstsein immer wieder zeigt. Etwas, mit dem du kämpfst oder nicht in Harmonie bist. Es kann ja auch ein Familienthema sein. Irgendetwas, was dich vielleicht auch so immer an den Weg des Umweges, der Verschlängelung bringt. Aber die Schlange bringt dir hier auch ein bisschen Genesung mit. Gerade auch, sage ich mal, auf der Seite der weiblichen DNA. Du darfst dir neue Türen öffnen. Etwas überwinden, von einem Zimmer ins nächste gehen. Du hast den Schlüssel in der Hand, wie das funktioniert. Etwas nimmt Fahrt auf und das Schicksal möchte hier eine Kurskorrektur von dir haben. Es betrifft hier einen Konflikt, den du mit dem Umfeld hast. Das würde ein bisschen passen, ne? Manchmal ist es auch das Umfeld, das sehr viel von einem fordert oder verlangt oder die gute Energie wegnimmt. Und es geht ja auch um dein ganzes Gerüst, das du dir so aufgebaut hast, ne? Dein Fundament, auf das, was du baust und zählst, wird hier auf jeden Fall angezeigt. Weil hier die Weiblichkeitsthemen fallen, nehmen wir mal noch eine Göttin für die Waagen.
Ja, guckt mal. Mit Irene habt ihr hier tatsächlich nochmal das Thema Frieden schließen und auch nicht immer so viel in Befürchtung sein. Und hier wird was Altes losgelassen, damit etwas neu beginnen kann. Das doppelt sich. Ne? Wir haben das zweimal. Ihr lieben Wagen, ich wünsche euch schöne Portaltage. Ich drücke euch bis bald.